Willkommen zur dritten Episode der Fundstelle-Serie Stein und Bein über die Jungsteinzeit. Heute dreht sich alles um die ersten festen Gebäude, die in Europa vor 7500 Jahren errichtet wurden. In der letzten Folge sind wir den Ursprüngen des Neolithikums in Mitteleuropa nachgegangen und haben uns mit der Linearband-keramischen Kultur beschäftigt, den ersten Bauern und Bäuerinnen in unserer Gegend. Solltet ihr die Doku noch nicht gesehen haben, schaut sie euch am besten noch vor diesem Video an. Charakteristisch für diese Kulturepoche waren teils gewaltige Langhäuser, deren Spuren Archäologinnen in weiten Teilen Europas gefunden haben. Ein solches Langhaus steht auf dem Freigelände des Mammuts in Aspern an der Zaya und das mussten wir uns natürlich anschauen. Es gab also einen Vorgängerbau von diesem Gebäude und damals hatte man das Problem, dass es aus Österreich noch keine Vorlagen gegeben hat. Deswegen war der Vorgängerbau nachgebaut nach einem Befund aus Köln-Lindenthal. Da war es in den 1930er Jahren, hat man dort zum ersten Mal große bandkeramische Häuser gegraben und dieses ist sozusagen hier dann in den 70er Jahren errichtet worden. In der Zwischenzeit kennen wir sehr, sehr viele bandkeramische Grundrisse aus Niederösterreich und dieser ganz konkret ist aus Schwechat. Da war so eine Notenkopf-keramische Siedlung, nicht die älteste Phase, sondern so aus der mittleren Zeit, etwa so um 5000. Das ist deswegen gewählt worden, weil es eben besonders schön und wirklich ein Muster eigentlich ist für ein solches Gebäude, eben mit diesen allen drei Teilen, die es eben gibt, mit diesen architektonischen Besonderheiten, wo der Nordteil eine besonders feste Wandkonstruktion aus Spaltbohlen hat, hier im Mittelteil mit den Dreierpfostenriegeln und im Südteil mit den sogenannten Doppelpfostenstellungen, die also interpretiert werden als Stützen für einen Zwischenboden. Dieses Haus hier ist 21 Meter lang und ist da so etwa im Mittelfeld der Bandbreite sozusagen, die es gibt bei diesen Langbauten. Also die Breite ist ziemlich genormt, 7 bis 8 Meter, aber die Länge, wie gesagt, variiert. Wir haben also in Mold bei Horn ein Gebäude, das über 40 Meter lang war. Also das sind teilweise riesige Gebäude. Ne? Und da können wir schon erwarten, dass auch da nicht nur 5 Personen drin gewohnt haben, sondern wesentlich größere Gruppen. Eines der Probleme, das wir hier in einem generellen Freilichtmuseum haben, ist, dass wir letztlich keine Rekonstruktionen hier vor uns haben, sondern wir sprechen von Modellen. Und das Modell dieses Langhauses zum Beispiel basiert alleine auf dem Grundriss. Das heißt, die Pfostenlöcher, die dokumentiert wurden. Und da hat man dann also versucht, hier schon über bestimmte Berechnungen auch die Wandhöhe und die Firsthöhe und die Neigungswinkel zu berechnen. Und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Wo wir natürlich vollkommen im Dunkeln tappen, ist, wie dieses Haus von außen ausgesehen hat. Die Fassadengestaltung, da wissen wir im Grunde gar nichts darüber. Es gibt aus der Lengel-Kultur aus Ungarn einen verstürzten Hausgiebel, der also wirklich so umgestürzt ist und sehr gut erhalten war. Und da waren einige Verzierungen drauf. Das heißt, wir müssen schon davon ausgehen, dass es damals auch Verzierung der Fassaden gegeben hat. Und in diesem konkreten Fall in Ungarn hat die Verzierung war sehr ähnlich wie die zeitgenössische Keramik. Ja, das heißt, wir könnten annehmen, dass die Verzierung der Wände ähnlich war wie die zeitgenössische Keramik. Das heißt, hier wäre es auch so lineare Verzierungen, Voluten, Grüppchen vielleicht oder solche Punkte. Und ähnlich ist es hier auch umgesetzt in Farbe allerdings. Für die Errichtung des aktuellen Linearband-keramischen Langhausmodells im Mammuts wurde 2012 das WIAS beauftragt. Wir haben mit Wolfgang Lobisser gesprochen, der es mit seinem Team gebaut hat. Die Menschen der Linearband-Keramik haben bereits große Gebäude errichtet. Die Technik war Pfostenbau. Pfostenbau bedeutet, dass man senkrechte Bauelemente richtig in den Boden eingräbt. Man macht Gruben in regelmäßigen Abständen mit Tiefen bis zu 1,5 Metern, setzt die schweren Eichenstämme rein und verfüllt das Erdreich rund um die Pfosten wieder. Dadurch ist es eine unglaublich stabile Konstruktion. Die Gebäude, die wir kennen, sind eben diese Pfostenbauten, weil sie sind sehr archäologenfreundlich. Diese Störungen im Boden erkennen wir auch dann noch, wenn uns vom Originalniveau, auf dem die Menschen der Steinzeit gelebt haben, bereits 50, 60, 70 Zentimeter fehlen, weil einfach die Störungen im Boden noch tiefer gegriffen haben.
Die Architektur nördlich der Alpen in der Urgeschichte ist in Holz geschrieben und so war es natürlich auch in der Linearbandkeramik. Gerade da, wo es darum geht, dass man Hölzer in die Erde reinsetzt, hat man natürlich vor allem Eichenholz verwendet, weil dieses durch den hohen Gerbsäuregehalt den holzzersetzenden Kräften des Bodens sehr lange Widerstand leisten kann. Nicht? Im oberen Bereich hat man dann sicher auch auf Eschen, auf Kiefern oder auf andere Hölzer zurückgegriffen, vor allem auf solche, die natürlich lange, dünne Stangen ausbilden, die man irgendwie im Dachstuhlbereich sehr gut verwenden kann. Als die ersten Bandkeramiker als Pioniere hierher kamen, im 6. Jahrtausend vor Christus, fanden sie natürlich riesige Urwälder mit sehr großen Beständen an Eichen, an Eschen, an Ahorn, an Linden. Und im Lauf der Bandkeramik, die ja mehrere Jahrhunderte dauert, wurde dieser Wald natürlich immer kultivierter und vom Menschen verändert und die Bäume wurden oft nicht mehr ganz so dick. Und natürlich hat man sehr wahrscheinlich versucht, genau die Hölzer zu ziehen, die man später für weitere Hausbauten auch gebraucht hat. Eine kleine Bitte in eigener Sache. Nutzt den Hype-Button. Mit 1, 2 oder 3 Klicks helft ihr uns, mehr Menschen auf YouTube mit unseren Dokus zu erreichen. Als wir dieses Haus errichtet haben, haben wir uns natürlich die Frage gestellt, ob es vielleicht auch schon ein Maßsystem gegeben hätte. Und wir glauben tatsächlich, diese Frage mit Ja beantworten zu können. Also wir haben ein Maß gefunden, das sind 31,6 cm. Und ein Vielfaches dieses Maßes finden wir in den Abständen von den meisten dieser Pfosten. Und mit diesem Maßsystem haben wir dann auch gearbeitet und sind genau auf das Produkt gekommen, das sich aus dem Befund herleiten lässt. Das Maß haben wir so rekonstruiert. Wir haben quasi die idealisierten Pfostenmittelpunkte in diesem Gebäude gemessen und dann versucht, ein Maß zu finden, das in ganzen Einheiten in diese unterschiedlichen Distanzen reinpasst. Quasi der größte gemeinsame Teiler. Und so sind wir auf unser Maß von 31,6 cm gekommen, das sich dann in der Praxis auch vollkommen bewährt hat. Also wir haben mit diesem Maß den Hausgrundriss ausgesteckt und als wir mit dem Zentimeter kontrolliert haben, war die Abweichung deutlich unter dem Promillebereich. Die Errichtung vom Pfosten darf man sich so vorstellen, man gräbt ein Loch. Wir haben übrigens auch Grabgeräte aus dieser Zeit gefunden. Im Brunnen von Erkelenz-Kykhoven sind 2 Spaten und 2 so hakenartige Schaufelgeräte gefunden worden. Wenn das Loch gegraben war, und im Löss kann man das sehr gut graben, mit sehr senkrechten Wänden, weil das ein sehr dankbares Material ist, dann wird der Pfosten da hineingewuchtet. Die Pfosten können 200, 300, 400 Kilo haben, also man braucht hier schon 5, 6, 7 starke Personen, die das machen. Da gibt es auch Tricks mit Rollen, wie man das an das Loch heranführt, wie man das dann hochhebt, wie man es raufwuchtet, mit Giebelstangen und so weiter. Und wenn er dann steht, wird er von Hand ausgerichtet, auf Auge visiert, bis er richtig schön gerade steht, so gerade wie möglich. Die Eichen sind nicht immer 100%ig gerade gewachsen, aber so, dass es statisch ausgeglichen ist. Und dann wird das Erdreich rund um den Pfosten wieder verfüllt und auch gestampft, sodass der Pfosten dann in seiner Position wirklich, wirklich fest ist. Eine wichtige Frage war natürlich die Haltbarkeit der Pfosten im Erdreich. Hier hatte man verschiedene Strategien. Die erste war ganz einfach, möglichst dicke Stämme verwenden. Ich habe mich am Anfang oft gefragt, warum nehmen die so dicke Stämme? Heute weiß ich es, weil dadurch die Lebensdauer der Pfosten im Erdreich einfach entsprechend verlängert wird. Andere Möglichkeiten waren noch, den Splint abzutragen, weil der Splint ist natürlich auch sehr anfällig für Pilze, für Insekten. Und eine weitere Möglichkeit, die sich fallweise in der Urgeschichte auch zeigt, ist, dass man diese entsplintenden Stämme unten auch noch angekohlt hat, weil diese Kohleschicht natürlich auch das Wachstum von Pilzen, von Insekten und von anderen Schädlingen hemmt. Dieses Rohgerüst aus Pfosten hat man dann weiterverarbeitet, indem man die Flächen zwischen diesen Pfosten mit Flechtwerk geschlossen hat, mit Ruten aus Weiden oder aus Hasel, die hier im engen Wund quasi die Wandflächen bilden. Und das Wort Wand, das wir heute verwenden, kommt tatsächlich von diesem Winden. Und damit das dann auch wirklich dicht wird, hat man dann diese Flechtwände mit Lehm verputzt von 2 Seiten. Der Lehm war meistens vor Ort anständig. Hier im Weinviertel ist ein Lösslehm sehr gut geeignet für den Hausbau. Oder manchmal hat man dem auch noch etwas zugesetzt, wie zum Beispiel Strohhäcksel oder Sand oder andere Magerungsmittel, damit der einfach beim Trocknen nicht so rissig wird. Und so hat man eigentlich blickdichte und auch klimatechnisch sehr freundliche Wände erzeugen können, die im Sommer den Innenbereich kühlen und die im Winter das auch schön wärmen.
Wenn man sich aber überlegt, welche Materialien als Dachdeckungen in dieser Zeit in Frage gekommen wären, dann landet man sehr schnell bei Materialien wie zum Beispiel Schilf, bei irgendwelchen langen Gräsern. Es wird auch immer wieder diskutiert, ob Stroh in Frage gekommen wäre, aber hier gibt es ganz wichtige Argumente, die einfach besagen, erstens hat man nicht Stroh in dieser großen Menge gehabt, zweitens wurden die Ähren eher weg vom Boden abgeschnitten, drittens hätten sich Stroh natürlich auch als Viehfutter im Winter oder als Einstreu beziehungsweise auch zum Anfertigen von Körben, von Türen, von anderen Gerätschaften geeignet. Also Stroh in dieser Menge ist eher sehr schwierig für diese Leute verfügbar. Varianten, die durchaus auch noch in Frage kommen würden, wäre zum Beispiel gespaltene Bretter im Sinne von Holzschindeln oder auch Rinde. Das Spektrum der Holzverbindungen dieser Zeit ist uns natürlich vor allem aus den Brunnenfunden bekannt. Und hier sieht man, das war eigentlich beeindruckend. Die konnten schon Holz aufspalten, die konnten Bretter, Bohlen erzeugen, die konnten das auch durchlochen. Es gab auch schon Steckverbindungen, die mit Zapfen gesichert waren im Sinn einer Holznagelung. Aber im Hausbau muss man das dann schon wieder ein bisschen reduzieren, nicht? Das war sehr groß, sehr dimensioniert. Sie müssen sich vorstellen, die Werkzeuge der Menschen sind aus Stein, Knochen und Holz. Und so bleibt es bei den Holzverbindungen schon sehr oft da, wo man natürlich gewachsene Formen, wie zum Beispiel diese Gabelhölzer im Giebelbereich verwendet, um hier die Pfetten reinzulegen, wo man andere Dinge zusammensteckt, wo man auch anfügt und das dann mit Schnurbindungen sichert. Aber es gab Holzverbindungen, die bis heute auch verwendet werden und die sich einfach bewährt haben. Sehr schön kann man das im Firstpfostenbereich sehen, wo quasi die horizontalen Balkenhölzer, die Pfetten in diese natürlich gewachsenen Gabelhölzer hineingelegt wurden. Wenn man nicht genug Gabelhölzer zur Verfügung hatte, konnte man natürlich auch Zapfenverbindungen machen oder einfach kleine Schüsseln direkt in den stehenden Stamm oben reinarbeiten, den man dann mit Schnurwicklungen, mit Seilwicklungen sichern konnte. Neben dem Holz brauchte man noch andere Materialien. So sind in etwa fast 20 Kubikmeter Flechtwerk drin, um alle Wände zu schließen. Es sind an die 25 Kubikmeter Lehm verarbeitet worden, also richtig abgemischt worden und gemagert mit Strohhäcksel und mit Sand, mit Wasser, um das dann richtig schön verkleiden zu können, um das nachbearbeiten zu können. Und spannend auch Fragen zum Bindematerial, nicht? Man sagt ja auch heute noch Holzverbindung. Viele dieser Hölzer waren durch Stricke, durch Seile verbunden. Und insgesamt kann man davon ausgehen, dass in so einem großen Gebäude an die 15.000 Meter Schnur oder mehr drinnen ist. Das heißt, hier haben ein halbes Dorf hat 5 Winter lang nur Schnüre erzeugt, um das ganze Haus überhaupt ins Werk stellen zu können. Und ganz spannend natürlich die Dachdeckung. Wir haben hier eine Dachfläche von ca. 300 Quadratmetern und mit einer guten, soliden 30er-Deckung reden wir hier in etwa von 100 Kubikmeter Schilf, die natürlich geerntet werden müssen, die auch zu Bündeln geformt werden müssen und die auf dem Dach befestigt werden müssen. Also auch das Ressourcenmanagement war natürlich eine ganz wichtige Frage, die in der Bandkeramik sicher auch ein ganzes Dorf beschäftigt hat. Bäume schlägern, Oberflächen glätten und Holzverbindungen herstellen. Wir wollten wissen, welche Werkzeuge den Menschen für diese Tätigkeiten damals zur Verfügung standen und vor allem, was Wolfgang die ganze Zeit über in der Hand hält. Das wichtigste Werkzeug zur Holzbearbeitung war der Steindechsel. Warum Dechsel? Hier war die Klinge quer zum Holm befestigt. Sehr spannend. Erstens, die Menschen verwenden jetzt geschliffene Steingeräte. Das gab es vorher im Mesolithikum kaum oder gar nicht. Ja? Also grüne, harte, zähe Steine werden in Form geschliffen, mit Schneiden versehen und dann auf natürlich gewachsene Winkelhölzer aufgebunden. Die Bindematerialien können wieder organisch sein, entweder Bast oder wie hier ein Lederband, sehr eng gebunden. Und mit diesen Geräten hat man tatsächlich Stämme gefällt und abgetrennt. Und wenn man sich vorstellt, dass man hier Eichen gefällt hat mit Durchmessern von über 1 Meter, dann ist das schon sehr beeindruckend. Diese Dechsel gab es in unterschiedlichen Ausführungsvarianten. Neben dem großen, schweren Felldechsel haben wir hier auch einen kleineren, der ist breiter und flacher. Und das waren die Geräte, mit denen man dann die Oberflächen von Spaltflächen fein glätten konnte. Also man konnte wirklich Oberflächen erzeugen, die fast so glatt waren wie heute eine Sitzbank im Park in Wien.
Die Verwendung dieser kleinen Dechsel sieht man sehr schön an der Oberfläche dieser Tür, die aus gespaltenen Bohlen gefertigt wurde mit Querteilen und auf Wendebohlen sitzt. Sprich, die Zapfen sind unmittelbar in die Tür gearbeitet, um die sich die Tür bewegen lässt. Und so feine Oberflächen konnte man tatsächlich mit diesen Werkzeugen erzeugen. Am Ende der Linearbandkeramik kommt ein neuer Werkzeugtyp rein. Oft nicht so genau zu sagen, weil viele dieser Funde Streufunde sind, die nicht aus archäologisch erhobenen Daten und Straten stammen. Aber es gibt diesen Werkzeugtyp dann und er ist durchlocht. Man sieht das hier, der Holzschaft ist durchgeführt. Diese Technik, so ein Loch anzufertigen, ist unglaublich entwickelt. Also es war eine Art Rundschleifen und in unseren Experimenten haben wir gesehen, dass wir in etwa 1 Millimeter Bohrleistung pro Stunde schaffen mit Quarzsand und einer Bohrmaschine mit entsprechender Spindel. Also ganz was Aufwendiges. Aber dieser Werkzeugtyp dürfte auch ganz wichtig geworden sein in der Holzbearbeitung. Einerseits, um Hölzer zu spalten, um die Kerben vorzutreiben, wo man dann Holzkeile nachschießen konnte, aber auch wichtig für Fällprozesse. Viele dieser Stücke haben hinten Aufschlagspuren, die zeigen, dass man auch in einer Art Hammer-Meißel-Technik gearbeitet hat. Also den Stein auf den Stamm aufgesetzt hat, um hinten mit einem schweren Holzprügel drauf zu hauen und so ganz gezielt Stämme fällen zu können. Da, wo wir heute Stemmeisen verwenden würden, verwendeten die Menschen dieser Zeit Stemmknochen. Hier sehen Sie einen Knochenmeißel aus einem Rind geschnitzt, also aus dem Knochen eines Rindes, auch gespalten, geschliffen mit einer feinen Schneide vorne. Und hier konnte man Nuten und Schlitze für Holzverbindungen anfertigen und damit das auch effektiv wird und eingesetzt werden kann, wurden natürlich mit einem entsprechenden Klopfholz hier hinten aufgeschlagen. Die Leistung ist erstaunlich gut, allerdings funktioniert das wirklich nur im frischen grünen Holz. Ich stehe hier unmittelbar neben einem der Pfosten im Hausinneren. Unten sieht man sogar noch andeutungsweise die Pfostengrube. Unter dem Bodenniveau geht dieser Eichenstamm noch mehr als 1 Meter in den Boden rein und er hebt sich dann nach oben und oben sieht man sehr schön, er ist gegabelt gewachsen und dieses Element hat man konstruktiv ausgenutzt. Genau in diese Gabel hat man die querlaufende Fette eingelegt, die dann zusätzlich mit dem Binderbalken, mit Seilen und Stricken in ihrer Position gesichert wurde. Wenn man sich vorstellt, dass die Werkzeuge der Menschen aus Stein, Knochen und Holz waren, ist natürlich schon klar, dass die Bearbeitung von Holz vor allem eine Sache war, die ganz kurz nach dem Fällen erfolgen musste. Also wenn eine Eiche mal ein halbes Jahr gelegen ist, konnte man mit diesen Werkzeugen das Holz nicht mehr bearbeiten. Aus den Pfostengruben kann man viel herauslesen und in die Rekonstruktion einfließen lassen. Trotzdem geht man dabei eher konservativ vor. Ob diese Menschen nebenbei noch andere Gebäude errichtet hatten, zum Beispiel kleine Blockbauten, die sehr gemütlich gewesen wären im Winter, das wissen wir nicht. Die Technik für diese Blockhäuser hätten sie schon gehabt, aber das bleibt uns leider verschlossen, weil wir dazu die archäologischen Befunde so nicht haben. Wie hochentwickelt die Holzbearbeitungstechnik damals tatsächlich schon war, kann man aber an anderen archäologischen Befunden erkennen. Ganz in der Nähe von Aspern liegt die Gemeinde Schletz, wo bei einer Ausgrabung Spuren eines linearbandkeramischen Brunnens gefunden wurden. Zu den außergewöhnlichen Holzarbeiten dieser Zeit zählten sicher die Brunnen. Brunnen sind auch die Hölzer, die auf uns gekommen sind. Wir kennen mittlerweile mehr als 20 Brunnenfunde aus der Zeit der ersten Bauern. Und auch hier in Schletz haben wir einen solchen Brunnen gefunden, allerdings ohne Holzerhaltung. Aber diese Rekonstruktion ist ein Nachbau nach den Dimensionen von Schletz mit dem Wissen um die Holzbearbeitung von Erkelenz-Kykhoven und von anderen Brunnenfunden, wo sich Holz auch wirklich noch erhalten hatte. Und hier sieht man sehr schön, die Bohlen wurden gespalten aus massiven Eichen, die Flächen wurden mit dem Dechsel überarbeitet und mit den Knochenmeißeln hat man die an den Enden dann so eingeklinkt, dass man die wirklich dicht aufeinander setzen konnte. Obwohl die Befunde fehlen, ist es denkbar, dass die ersten Bauern und Bäuerinnen bereits Fensterläden, Regale und einfache Schränke hatten. Die Holzbearbeitungstechnik dafür hatten sie jedenfalls, wie hinreichend belegt ist. Fest steht allerdings, die Bauform des Langhauses war im gesamten Ausbreitungsgebiet der Linearbandkeramik auffällig homogen, quasi ein Erfolgsmodell. Der Grundgedanke dieses langen Hauses mit dieser Grundkonstruktion, ein First und ein Firstpfostenreihe und diese parallelen Pfostenreihen dazu, die sozusagen das Dach tragen und dann nur mehr die kleineren Pfosten, die die Wände tragen, das geht
Also vom Ungarn bis Paris und von Paris, Norddeutschland bis Ukraine. Das ist immer das Gleiche. Also das muss in den Köpfen der Leute gewesen sein, so muss ich mein Haus bauen. Das hat sich dann erst im Mittelneolithikum ein bisschen geändert, dass man dann versucht hat, ein bisschen aus diesem Pfostenwald herauszukommen. Denn wenn man das genau betrachtet, haben die Leute ja in einem Wald von Pfosten gelebt. Das ist ein bisschen komisch, ne? Aber es sind eben die ersten Häuser. Das muss man auch sich vor Augen führen. Und mit der Zeit hat man dann gemerkt, weil so viel Pfosten brauchen wir doch nicht. Wir können ein paar weglassen und dann haben wir ein bisschen mehr Wohnraum, nicht? Das ist dann im Mittelneolithikum passiert. An dieser Stelle ein Literaturtipp. Im Buch Das jungsteinzeitliche Langhaus von Aspern an der Zaya könnt ihr alles über das Langhaus und das Mammuts nachlesen. Das war's für diese Episode. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch die Doku gefallen hat, abonniert den Kanal, gebt uns ein Like und klickt die Benachrichtigungsglocke, damit ihr sofort erfahrt, wenn die nächste Episode erscheint. Bis zum nächsten Mal in der Welt unter der Oberfläche.